Warum ist die Erde heute so, wie sie ist? Warum ist sie so nicht wie Venus oder Merkur oder Mars? Warum sind die Lebensbedingungen auf der Erde so, dass halt Leben auch entstehen konnte? Also das ist eine Frage, die nach wie vor nicht wirklich verstanden ist. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Hier befinden wir uns in der kleinsten Sammlung des Museums für Naturkunde, in der Meteoritensammlung. Außerirdische Metalle, außerirdische Steine, klein aber fein, würde ich sagen. Diese Objekte sind seit ihrer Entstehung unverändert. Seit 4,5 Milliarden Jahren sind sie so geblieben. Was wir da sehen, sind tatsächlich die Urbausteine unseres Sonnensystems. Meteorite interessieren uns in erster Linie eben auch als Zeugen, Überbleibsel von der frühen Erdgeschichte. Dies ist ein Stück des Meteoritenfalls von L'Aigle, 1803 in Frankreich heruntergefallen. Und man sieht sehr schön hier, beim Eintritt in die Erdatmosphäre wird er so heiß, dass die äußere Haut schmilzt. Das ist die Schmelzkruste. Die ist ja fast komplett schwarz. Also kohlenstoffreiche Meteorite sind von großer Bedeutung, weil man annimmt, dass in ihnen Grundbausteine zur Entwicklung des Lebens vorhanden sein können. Ganze Aminosäuren hat man darin gefunden, die natürlich sozusagen als Baustein für das Leben, wie wir es heute kennen, gewirkt haben können. Also es ist jetzt eine der Ideen, dass diese Steine als Meteorite genau diese Grundbausteine auf die Erde gebracht haben. Mein Spezialgebiet tatsächlich sind Computersimulationen. Das zeigt einen ganz typischen Einschlag. Und dann sieht man auch, wie sich der ganze Untergrund verformt, wie der Krater, der hier gar kein richtiger Krater ist, sondern im Zentrum bildet sich so ein Zentralberg. Das sind ganz typische Strukturen, wie wir sie auf dem Mond, aber natürlich auch auf der Erde und im Prinzip auf allen planetaren Körpern beobachten können. Das ist eine Forschungssammlung. Diese Sammlung war von Anfang an, wir reden jetzt über 1850, 1860, repräsentativ. Und es ist eine Sammlung, die wächst. Etwa 200 neue Meteorite pro Jahr bekomme ich von Händlern, Sammlern, Kolleginnen und Kollegen, die ich untersuche, die ich bestimme. Und davon bleibt Material hier in der Sammlung.